Hi, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde in der Pentatonik. Und zwar sind wir heute schon bei Teil Nummer 6 unseres Pentatonik-Kurses angelangt, Pentatonik für Fortgeschrittene. Und wir lernen heute eine Sechser-Sequenz und eine doppelte Fünfer-Sequenz. Beide sind Lieblingspatterns von Gitarristen wie Eric Johnson, Joe Bonamassa und so weiter. Und ich glaube, das wird heute auch wieder so ein Augenöffner sein in Bezug auf das Training, wie man das übt und vor allen Dingen, welche Ergebnisse man hier erzielen kann. Also, wir haben 2 Übungen heute. Wenn du deine Gitarre schon zur Hand hast, wäre das super. Ansonsten lehn dich zurück, genieße das und schau dir genau an, was wir heute hier lernen und spielen. Ich glaube, es wird für jeden, auch wenn du noch ganz am Anfang stehst, heute etwas ganz, ganz Besonderes sein. Es ist wirklich ein Mega-Training, richtig genial. Also, ihr könnt mir gleich Feedback geben, weil wir live sind. Ich gucke gleich mal in den Chat, wer alles da ist. Hallöchen. Super. Arnold. Ja, Bonamassa ist auch hier. Super. Also, dann kann es ja nur noch gut gehen heute mit den ganzen Patterns. Grüße an euch alle nach Berlin, Hamburg, München, Wuppertal. Fantastico. Hallo. Gestern bei der Einsteigerunterstützung, bin begeistert von dem Material. Hervorragend, genauso soll es sein. Wir bauen hier etwas Großartiges auf und helfen uns gegenseitig. Das ist ganz, ganz toll. Heute Funst, hoffe ich, Bild und Ton sind super. Stream-Zustand dauert meistens so 2 Minuten, bis es dann in den grünen Bereich geht. Aber ich denke, das passt heute. Schön, dass ihr live dabei seid. Ich gehe jetzt gleich mal in die Sequenz Nummer 1. Und ich habe mich heute für Position 1, aber diesmal in der H-Moll-Pentatonik. Also nicht in A, sondern auch für die Kamera. Ich gehe ein bisschen mehr nach rechts. Das bedeutet, wir sind hier in der Position 1 der H-Moll-Pentatonik. Also 2 große Schritte. Drei kleine, ein großer. Also beginnst hier. Die Position ist im 7. Bund. Und hier werden wir auch gleich diese Übung machen. Diese Sequenz ist ein absoluter Klassiker. Absoluter Klassiker. Ihr müsst eins verstehen, wenn die Übungen hier ablaufen, dann ist es also so, dass da alles über die Soundkarte läuft. Wenn ich jetzt hier aufnehme, gleichzeitig das Guitar Pro File ablaufen lasse, dann kann es so zu ein paar Schwankungen auch kommen, was die Verarbeitung des Tons angeht. Aber es ist mir wichtig, dass ihr es seht, wie man das übt. Wir haben einen triolischen Lauf hier, 4/4-Takt. Ich spiele ihn einmal durch, 4-mal wird sich der Lauf wiederholen, bevor es dann zum Ende kommt. Und ich starte bei Tempo 125, also das ist so sozusagen das Zieltempo. Und los geht es. Vorzähler ist drin, Loop machen wir raus und ich hoffe, die Lautstärkeverhältnisse stimmen soweit. So, 3, 4. Auf der 7 auf dem Grundton H. So, was du jetzt gehört hast, das war eine Sequenz mit 6 Tönen. Hier spielst du immer 2 Töne pro Seite. Gehst also 3 Saiten hoch. Und dann beginnst du mit der zweiten, mit der H-Seite und wieder 3 Saiten hoch. Also wenn du so eine Sequenz lernst, übe so etwas erst in
in dem ersten Takt, also bis hierhin zum Beispiel nur, ne? Immer wieder dasselbe, die ersten beiden Muster lassen wir jetzt mal laufen. Und dann kann ich da zum Beispiel einen Loop reinmachen oder vielleicht einfach nur die ersten 6 Töne. Ja, machen wir einen Loop rein, einen Fortzähler und los geht's. So, jetzt ist wichtig für dich, wenn du dir das anguckst. Ich habe mich natürlich vorhin eingespielt, warm gespielt, meine Finger sind jetzt trainiert, sie sind fit. Ich versuche so entspannt wie möglich mit der linken Hand zu spielen, wie auch mit der rechten. Minimale Bewegungen mit beiden Händen. Ich gehe jetzt hier vom Tempo runter auf Tempo, machen wir mal Tempo 80, dass du das mal hörst, wie das dann klingt. Und spielen die komplette Sequenz noch einmal durch auf diesem Tempo. 1, 2, 3, 4. Das war jetzt bei Tempo 80. Und wenn du so etwas lernst, dann übe das erstmal ohne das Playback, ne? Ohne das File. Sondern einfach diese Übung in die Finger bekommen. Nochmal, ganz wichtig ist es, dass du die Bewegungen beider Hände entspannst und komplett minimierst, so weit wie möglich. Und dann ist so ein Pattern im Grunde genommen auch nichts anderes wie eine tolle Aufwärmübung, die du Wochen, Monate lang trainieren kannst, die dir wahnsinnig viel bringt. Mein einfach wahnsinnig, das ist gar nicht zu beschreiben, wie viel es dir in deinem Spiel bringt, wenn du so einen Lauf kontrolliert spielen kannst. So, das war im Grunde genommen unsere erste Übung. Ich halte mich auch gar nicht jetzt lang mit den ganzen Tempis auf. Du weißt mittlerweile, wie das geht, wie man das trainiert. Das habe ich dir jetzt schon erklärt. Wir gehen gleich in die nächste Übung und die hat es in sich. Ich freue mich jetzt schon, die dir zu zeigen. Aber bevor wir dorthin gehen, nochmal der Hinweis. So etwas natürlich bitte, wenn es funktioniert, in den anderen Lagen der Pentatonik auch üben. Beispielsweise auch mal nach links gehen, hier die 5. Lage spielen. Und sich daran gewöhnen oder von hier ausgehen, dann hier die 2. Lage. Sorry. Nächste. Und so weiter. Also alle 5 Lagen üben, trainieren mit der 6er Sequenz. Jetzt gehen wir gleich in die nächste Übung rein. Und hier muss ich gleich noch ein paar Dinge sagen. Das ist auch eine Moll-Pentatonik in H-Moll-Sequenz. Ich werde jetzt mal kurz die Noten noch hinzufügen. Das ist nämlich durchaus wichtig, das hier zu sehen, um was es hier geht, sodass man dann einfach auch genauer erkennen kann. Ich mache das Ganze auf Seitenbreite. Okay, und
hier in dieser Übung, 130 ist natürlich brachial. Ich werde es euch mal auf 120 vorspielen. Wir beginnen mit Tempo 120, ziehen es durch diese ganze Sequenz durch. 5er Pattern. 5er Pattern bedeutet, wir spielen 1, 2, 3, 4, 5 Töne und dann in der Pentatonik nochmal 5 Töne. Und der Vorteil dieser zweiten Übung ist ja fast schon als absurd zu bezeichnen. Also diese Übung, die wir jetzt machen, werdet ihr wahrscheinlich sagen, das war jetzt eine der Top 5 Übungen, die ich produziert habe. Und in der Pentatonik sicher in der absoluten Top 5 dessen, was wir heute lernen. Ich werde dir auch zeigen, warum das so genial ist. Okay? Also was wir spielen, sind 5 Töne, die 5 Töne der Pentatonik rückwärts. Na, dann beginnen wir mit dem zweiten Ton und spielen wieder 5 Töne. Das sind die schnellen Läufe, die ihr bei Joe Bonamassa hört, ne? Oder bei Eric Johnson. Ja? Und die sind einfach genial, aber auch extrem anspruchsvoll, bis man die in die Finger bekommt. Aber mit dieser Übung haben wir den Schlüssel in der Hand und können das lernen. Ich sage es euch nochmal, freue mich tierisch und ich will unbedingt, dass ihr meine Begeisterung spürt für diese Übung hier. Dass du dann auch sagst, okay, ich traue mir das zu, ich übe das jetzt. Ne? Also was machen wir genau? Wir spielen die 5 Töne hier, beginnend mit dem ersten Ton. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann beginnen wir mit dem zweiten und spielen wieder 5. Und das wiederholen wir endlos. Und das ist das, was wir in die Finger bekommen müssen. Ein Pattern in die Finger bekommen auf den 3 Seiten, wo es stattfindet. Nicht auf allen Seiten. Nicht in der gesamten Tonleiter. Nicht erst in allen 5 Lagen. Erstmal auf diese Art und Weise. Ganz entscheidend für dich, das dann richtig zu spielen. Und jetzt kommt die Sache, die hier ein bisschen tricky ist. Wir spielen Viertel, bleiben in Viertel, aber dann triolisch, schon nach 4 Takten. Dann geht es weiter mit Achtel, dann Achtel hier unten in triolischer Form. Das ist rhythmisch sehr anspruchsvoll. Und dann kommen die Sechzehntel. Wir werden jetzt nicht über 120 gehen, vielleicht probieren wir 125. Und das ist hier dann Sechzehntel pro Schlag 4 Töne. Und bei 120 tak, 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 tak. Und dann am Ende gehen wir raus in die Triolen, Achtel, runter auf Achtel, Viertel, Triole und enden dann schön gemütlich mit einer Note pro Schlag. So, ich werde das jetzt mal vorspielen. Ein Durchgang. Ich muss mich sehr konzentrieren, dass ich das hinbekomme hier mit dem ganzen System hier und natürlich mache ich ja meine eigene Regie hier mit dem ganzen Klicken und den Videos und den Kameras und alles und das alles stimmt. Und ich muss mich bei der Übung sehr konzentrieren, dass ich dann diese Übergänge erwische. Das sage ich euch ganz ehrlich. Und dann, wenn ich das Tempo runterfahre, werdet ihr merken, das ist dann wesentlich angenehmer. Genug der Vorbereitung. Jetzt gehen wir rein. Ich schalte jetzt die Notation raus, lasse nur die Tabs und verringere das ein bisschen, sodass das nicht allzu sehr hier hin und her springt. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt gut erkennen. Ich ziehe das jetzt einmal durch auf Tempo 120, dass du das im Ohr hast und auch siehst, wie es technisch ausgeführt wird. Und dann arbeite ich auf langsameren Tempi, sodass du ein genaues Gefühl bekommst für diese geniale Übung. Vorzähler, 4 Stück. 1, 2, 3, 4.
bin jetzt ein bisschen rausgekommen, weil ich hier auf den Bildschirm geguckt habe. Aber ihr habt es sicher gesehen und auch verstanden, wie das Prinzip der Übung funktionieren soll. Ich gehe hier nochmal im Triplet-Bereich hier rein, genau hier, und schaue mal, dass ich die Übung dann zu Ende bringe. Ja, ihr seht ja auch schon hier, wenn hier der Seitenübergang kommt, dann habe ich hier natürlich nicht mehr den Raum im Video, damit du genau dann siehst, wie das dann abläuft. Aber im Grunde genommen ist es gar nicht so wichtig, weil du das Ganze auch mit dem Metronom üben kannst. Und das werde ich dir auch nochmal dann vorspielen. Wichtig ist nur, die Sequenz zu trainieren und diese Idee dann zu verinnerlichen. Ja, es ist nicht einfach, aber machbar. So, jetzt gehen wir einfach mal auf ein Tempo 80. Du kannst natürlich auch bei 60 halbes Tempo problemlos anfangen und das Ganze dann üben. Vorzähler an und einen Durchgang. Dann kannst du genau auch die Tempiwechsel erkennen. Also, los geht's. 1, 2, 3. Oh, sorry. Das hat es nicht übernommen. Also, nächster Versuch. Jetzt sind wir bei Tempo 80 und klick nach vorne und los. 3, 4. So, das war's bei Tempo 80. Ich mache einen Durchgang jetzt auf 100. 100 ist ein gutes Tempo, da fühlt sich gut an. Das müsst ihr eins mal verstehen. So bei Tempis, die variieren, wie in diesem Beispiel. Das ist somit das Schwierigste, was du machen kannst. Und manche Tempi, 90, 100, 110 können sich sehr gut anfühlen, 120 vielleicht wieder schwierig, 125, ein höheres Tempo zwar, aber kann sich wieder leicht anfühlen, okay? Und jetzt achtet mal drauf, wie das bei Tempo 100 funktioniert. Vorzähler, 2, 3, 4.
das war's bei Tempo 100. So, was man jetzt noch machen kann ist, man kann mit dem Metronom üben. Entweder man markiert die einzelnen Takte und übt sie dann im Guitar Pro-File auf dem, also ich habe immer versucht hier mit 4 Takten, manchmal musste ich 5 nehmen, damit das hinkommt, auszukommen. Man markiert die auf dem Tempo, wo es funktioniert und übt das, aber erst so ein Pattern in die Finger bekommen. Ich spiele es jetzt mal mit den unterschiedlichen rhythmischen Strukturen auf Tempo 100 auf dem Metronom hier. 2, 3, 4. Nehmen die Nahaufnahme. Nur um zu zeigen, wenn man so ein Pattern in die Finger bekommen hat, was da geht. Ich schalte jetzt mal ein Tempo hier ein, auf 140, dass ihr das auch mal hört, und spiele dann die 16. 1, 2, 3, 4. Und jetzt kommt's. Wenn du das Pattern dann in den Fingern hast auf den beiden Seiten, dann machst du nichts anderes, wie dass du eine Seite höher gehst und das dann übst. Dann beginnst du auf der H-Seite. Sorry. Großer Schritt, 2 kleine Schritte. 5 Töne. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Natürlich, konsequenter Wechselschlag. Dann wieder eine Seite höher auf den 3 Seiten. Und dann die letzten 3. Das Ganze natürlich auch von oben nach unten, also von den dicken zu den dünnen Seiten. Okay. Machen wir ein normales Tempo hier auf dem Metronom und spielen es mal von oben nach unten. 1, 2, 3, 4. Und natürlich ein Training durch alle Positionen der 5 Pentatoniken. Wenn du das so trainierst und das Wichtigste, wirklich das Allerwichtigste, wenn du so etwas lernst, ist bleibe auf den ersten 3 Seiten. Dein Gehirn hat genug zu tun, diese Information des Patterns auf den 3 dünnen Seiten zu verarbeiten. Das Spielgefühl bleibt gleich. Und erst wenn du das Pattern richtig gut flüssig spielen kannst, dann gehst du auf die dickeren Seiten. Weil dort ist der Fingersatz wieder anders und das Spielgefühl wieder anders. Aber du hast die Koordination entwickelt zwischen den beiden Händen. So, jetzt mache ich noch einen Durchgang auf Tempo 125. So, das wird dann so das Maximum Zieltempo hier mal sein. Muss mich jetzt voll konzentrieren, dass das auch klappt. Und dann werde ich mich bei euch verabschieden, aber vorher gucke ich noch in den Chat natürlich rein. Also, let's do it!
war es. Das waren die beiden Beispiele heute. Und ich glaube, ich werde jetzt mal in den Chat reingucken, ich glaube, das war sicher, wird das hier eines der Top-Trainingsvideos sein in der Pentatonik, was du auf YouTube finden kannst. Und vor allen Dingen eines meiner Top-Videos. Lerne diese zwei Patterns. Das erste, das 6er Pattern ist mehr so eine Aufwärmgeschichte, wo du dich für dieses Pattern mit 3 Seiten, es ist leicht, es dich aufwärmst, dann gehst du an das ran und übst es auf den ersten 3 Seiten. Und dann, wenn du es in den Fingern hast, dann spielst du es auf allen 6 Seiten, rauf und runter und in allen 5 Lagen der Pentatonik. Okay? So, jetzt guck mal hier nochmal rein in den Chat. Hans, thank you, man. Herzlichen Dank für die Spende. Das freut mich sehr. Und siehst du, das ist einfach klasse und wunderbar. Das gleicht natürlich auch die Werbegeschichten aus, die ich eh nicht mehr bekomme hier auf YouTube. Aber herzlichen Dank, lieber Hans. Dankeschön. Also, super. Eben, Thorsten, noch nicht mal mit Noten. Nun, das mit den Noten ist so, dass ich dann noch schneller das ganze Bild scrollt und dann wird das ziemlich hektisch im Video. Detlef, erste Mal in einem Live-Chat. Super, herzlichen Dank, freut mich. Ja, super. Werner, liebe Grüße, lieber Werner. Hallo. Ganz liebe Grüße und freut mich, dass du dabei bist, dass es geklappt hat. Super. Super. Ja, das 5er, wie Lukas hier schreibt, ich spiele auch gerne das 4er Pattern als Übung. Sehr, sehr gut, genial für Links-Rechts-Koordination. Und das 5er Pattern ist nochmal anspruchsvoller. 100% richtig. Ja, Heinz, lass dir Zeit. 60 geht, wunderbar. Das ist völlig in Ordnung. Steige dich in 5er, 10er Schritten. Das braucht Zeit. Das ist eine der schwierigeren, wenn nicht eine der schwierigsten Übungen in der Pentatonik. Und ganz, ganz wichtig ist, dass ihr ganz relaxed spielt. Ja, dass die Finger hier geringe Bewegung. Ne? Gering, guck mal, auf die linke Hand. Und ganz wichtig, der Daumen in der Mitte des Griffbretts hinten. Ne? Nicht die Blues-Haltung, weil dann kannst du deine Finger nicht gescheit bewegen. Ne? Also Daumen in der Mitte vom Griffbrett. Und dann macht die Hand einfach so hier. Siehst du? Das ist auch ganz entscheidend. Okay? So, super. Kann man sowas nicht auch mit Sweeping machen? Nee, wir wollen das eben ohne Sweeping machen. Du sollst die Koordination, das ist eine gute Frage. Du sollst, also generell darfst du das spielen, wie du möchtest. Ne? Ich will dir nicht vorschreiben, wie du das spielen möchtest. Man kann es wunderbar auch mit Sweeping machen, also ein bisschen Economy Picking reinpacken, völlig in Ordnung. Aber die Übung soll deine Koordinationen Wechselschlag trainieren. Es bringt sehr, sehr viel. Okay, das war's von meiner Seite. Danke, lieber Andreas, das ist eine super Übung. Schön ist, dass ich klassisch Gitarre gelernt habe ohne Plektrum. Es wird aber immer normaler. Sehr gut. Das Pattern bringen wir bei mir auf Tempo. Also fleißig, fleißig üben. So, das war es von meiner Seite her. Super. Also, ihr Lieben, ich will den Chat nicht wesentlich länger halten wie die 30 Minuten und auch heute das Video nicht, weil je länger die Videos gehen, gucken sich die Leute die Videos dann nicht an. Ne? So, das sollte es jetzt von meiner Seite her gewesen sein. Ich wünsche euch, ich wünsche dir viel, viel Erfolg mit dieser Übung, mit Teil 6 der Pentatonik. Wir werden auf insgesamt 10 Teile kommen und es geht weiter mit Tempi-Wechselübungen in der nächsten Folge. Die findet jedoch erst in 2 Wochen statt, denn nächste Woche mache ich eine Woche Pause. Da bin ich ein paar Tage weg im Schwarzwald. So. Ich wünsche dir viel Spaß mit diesen 6er und 5er Sequenzen. Ich denke, das ist ein geniales Training. Die können, der Herbert fragt noch, sollen die Finger der rechten Hand eher eingerollt oder können sie offen sein? Wichtig ist, Herbert, dass du sie relaxed hältst. Ne? Mal halte ich sie, wenn du jetzt nochmal reinguckst,
mal halte ich sie so. Also wichtig ist, dass sie entspannt sind. Ne? Du kannst sie öffnen, ne? Guck mal. Oder auch einrollen, aber keine Faust machen, keine Anspannung, okay, lieber Herbert? Also, das war's von meiner Seite, Herr Nikola, ganz liebe Grüße auch an dich, ganz liebe Grüße an alle, die live dabei waren. Ich verabschiede mich jetzt und wir sehen uns spätestens in 2 Wochen wieder live. Das war's von meiner Seite. Ciao, macht's gut, viel Spaß und ja, erzählt auch euren Freunden, dass hier live unterrichtet wird, sodass auch andere noch davon profitieren können. Tschüss, ihr Lieben, und bevor ihr geht, wäre es schön, wenn ihr hier, ich blende mich hier nochmal ein, hier, hier, guck mal, das Glockensymbol, wenn du das läutest und meinen Kanal abonnierst, das ist sehr, sehr hilfreich, falls du es noch nicht getan hast, so wirst du dann informiert. Und ich habe über 460 Unterstützer auf meiner Patreon-Seite. Dies ermöglicht mir, diesen Unterricht hier zu machen. Also geh auf meine Patreon-Seite, blende das immer unten, also ich verlinke die Links in der Beschreibung der Videos, oder werde direkt Unterstützer über meine Webseite. Beide Varianten, was dir lieber ist. Auf beiden Seiten, auf Patreon wie auch auf GitHub, bekommst du dasselbe Material von mir. Ich freue mich dort, dich begrüßen zu dürfen. Ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg mit der Pentatonik.